weiter öffnen. Super. Ich bin Jasmin, 24 Jahre und wohne im Rheingau. Ich bin durch die Schutzlosigkeit und aus dieser Not heraus Opfer von sexualisierter Gewalt geworden. Ich würde alle als Täter bezeichnen, weil es war einfach klar, dass ich das nicht wollte. Sie haben mich trotzdem gezwungen. Also jetzt innerlich irgendwie da reinzugehen, zu sagen, okay, das ist jetzt tatsächlich eine Situation, wie sie vielleicht draußen passiert ist, wie sie mir zu Hause passiert ist, wie sie vielleicht auch passieren kann, wenn ich mit Bus, Bahn unterwegs bin oder vielleicht auch einfach nur in der Schlange beim Bäcker anstehe. Dass man also diese Aggression oder diese Entschlossenheit und diese Abwehrbereitschaft in sich hochholt und einfach sagt, und du nicht, du nicht. Es ist mein Leben, es ist meine Entscheidung und ihr könnt mir gar nichts mehr. Mit der Schwimmnudel darauf zu hauen, macht mir total Spaß. Zum einen, weil ich darüber merke, durch diese Lautstärke, die bei diesem Aufprall ist, dass ich schon Kraft habe, dass ich nicht hilflos bin, nicht klein oder nicht schwach, sondern dass das Gefühl ist von meinem 11-jährigen Mädchen früher und dass ich mich sehr wohl verteidigen kann. Und es macht mir natürlich umso mehr Spaß, wenn das dann klatscht und ordentlich laut ist. Meine Kindheit war sehr einsam. Man muss dazu sagen, dass meine Mutter auch ihre Geschichte hatte, nur hat sie für sich die Entscheidung getroffen, die Vergangenheit ruhen zu lassen. Mein Vater ist, wie ich auf die Welt gekommen bin, hat er einen Brief bekommen und im Zuge der Zurückführung musste er wieder nach Bosnien. Er ist damals geflüchtet, wie dort Krieg war. Ich habe dieselbe Augenfarbe wie mein Papa, dieselbe Haarfarbe, Blutgruppe, es war alles gleich, auch die Art ist wie er und damit kam sie nie klar, also heute leider auch nicht. Ich war als Kind sehr infektanfällig, hatte auch mit 2 Jahren schon Asthma und meine Mutter hat einmal in der Woche gab es immer Badetag und natürlich auch, wenn ich Infekte hatte. Und es war immer die Hölle, weil ich habe schon das Wasser im Bad gehört. In mir hat alles geschrien und sie hat mich dann oft an der Hand genommen und dorthin gezogen, irgendwann an den Haaren oder hier am Hals. Und das Wasser war immer sehr heiß und sie hat immer meine Kleider runtergerissen und hat mich dann hochgehoben. Und weil ich immer so rumgezappelt hat sie mich oft fallen gelassen vor dem Wasser und ich habe immer meine Hände hier in ihre Schulterreihen gekrallt und bitte nicht, Mama, bitte nicht und das ist heiß und sie hat dann immer gesagt, ja, stell dich doch nicht so an und du bist selber schuld, hast du doch eh nicht anders verdient. Sie war ein Mensch, sie hat immer auf dem Sofa gesessen oder im Bett gelegen und es hat schon ein kurzes Hallo von mir gereicht und sie war genervt und ja, direkt aggressiv. Eine Schulfreundin von mir, mit der ich mich sehr gut verstanden habe, der ging es ähnlich. Die hatte auch ganz viele Probleme zu Hause und wir haben uns angefangen, darüber auszutauschen. Und sie kam plötzlich mit den neuesten Markenklamotten und mit Alkohol und also kleine Klopfer und mit Zigaretten. Und das hat mich schon neugierig gemacht, weil ich natürlich wissen wollte, wie kommt sie plötzlich so dazu, so teure Sachen zu tragen oder das überhaupt zu haben. Und sie hat dann mit ihrem Handy immer getippt, geschrieben und ich habe irgendwann gefragt, was machst du da? Und dann hat sie gesagt, ja, komm doch mal mit. Ich treffe mich mit so einem Typen. Ja, wenn du willst, kannst du ja mitkommen. Und dann habe ich ehrlich gesagt nicht lange überlegt, weil es hat mich natürlich gereizt und ich hatte in der Schule immer permanent Hunger, immer Durst. Ich habe natürlich gefragt, was macht ihr? Hatte die Vorstellung, dass die spazieren gehen, Eis essen oder irgendwo, ich sag mal, hinchillen auf einer Treppe und reden. Und dann hat sie gesagt, nee, ja, egal, komm doch mit. Und da war ein schwarzes Auto und ein Mann, der quasi auf uns gewartet hat. Wir sind eingestiegen und zu ihm nach Hause gefahren und ich sollte im Flur warten. Und meine Freundin
ist mit diesem Mann verschwunden hinter der Tür und ich sollte sozusagen Wache halten. Habe aber nicht verstanden, um was es jetzt geht. Und habe sie, wie sie fertig waren, das hat nicht lange gedauert, gefragt, wie wir wieder draußen waren. Ja, was war das jetzt? Was hast du da gemacht und warum musste ich im Flur warten? Und habe darauf aber nicht wirklich eine Antwort bekommen und habe nur gesehen, dass sie, ich weiß nicht mehr, wie viel es war, aber es war auf jeden Fall Geldscheine. Dann gab es Tage, wo ich darüber nachgedacht habe, so immer wieder, soll ich das auch mal machen oder nicht? So hat das Stück für Stück angefangen. Irgendwann hatte ich ein Handy und einen Laptop geschenkt bekommen und dann habe ich diese Foren kennengelernt. Emotreff, WKW, SchülerVZ, sowas, wo eben natürlich auch meine Klassenkameraden da waren. Und ich habe natürlich dann mein Bild reingemacht und mein Alter und alles. Und ich habe dann angefangen, mit anderen zu schreiben, wurde aber auch von denen angeschrieben. Und die haben immer geschrieben, hey, wie geht's dir, was machst du? Und ich habe geschrieben, oft, es geht mir nicht gut, zu Hause ist gerade Streit. Und ja, erzähl doch mal. Und wie ich alles sozusagen über mich erzählt habe und auch sozusagen ein bisschen was von denen wusste, haben die gefragt, willst du dich denn mal mit mir treffen? Also die waren immer so ab 40, so 40, Mitte 50, Anfang 60. Es war immer diese Altersgruppe. Und es war für mich auch immer eine Vaterprojektion. Ich habe gedacht, als Mädchen, der kümmert sich um mich, der hat Interesse daran, der will mir helfen. Die Männer hatten nur im Kopf, an das eine zu denken. Hauptsache, sie haben mich ins Bett bekommen. Das Wort Cybergrooming kannte ich damals noch nicht. Dass es um Sex geht, habe ich erst in dem Moment realisieren können, in dem wir uns getroffen haben. Und ich wusste am nächsten Morgen nach dem Aufwachen nicht mehr, was gestern passiert ist. Und bei dem Aufwachen waren dann auch die Bilder weg und die Gefühle weg, die da waren. Also das Treffen mit den Männern, ich wusste, ich habe mich getroffen, dass wir in die Wohnung gegangen sind, in den Flur, die Bilder waren völlig weg. Und deshalb war es für mich auch so schwierig, erstmal wahrzunehmen, dass sie mich missbraucht haben, weil ich mich daran gar nicht mehr erinnern konnte. Nur dass wir in die Wohnung gegangen sind und dann war das Blackout. Ich bin berentet durch die Ohnmachtsanfälle, die leider eine Folge von sexualisierter Gewalt sind. Ich habe meine eigene Wohnung und treffe mich mit meiner Betreuerin regelmäßig, wo wir einfach zusammen kochen, einkaufen gehen oder wo wir einfach über Probleme sprechen. Und auf der anderen Seite habe ich noch mal jemanden, dem ich einfach alles sagen kann, dem ich wirklich vertrauen kann. Und das ist für mich momentan noch auf jeden Fall sehr wichtig. Perfekt. Und Lasagneplatz? Also essen Sie Lasagne? Ja, sehr gerne tatsächlich. Ich habe es jetzt noch nicht so oft selber gemacht. Müssen Sie mir jetzt anleiten, wie das funktioniert? Ja. Vor allem, also man kann das ja im Grunde verschieden machen. Für mich hat dieses Rezept sozusagen eine besondere Bedeutung, weil ich das natürlich, ich habe vorher nicht gekocht und sehr selten. Ich habe dann immer was warm gemacht, wenn notwendig war oder habe oft sehr kalt gegessen. Das immer so, weil jedes Mal, ich habe das dann oft mal vergessen oder so. Meine Mutter hat mir beigebracht, meine Gefühle runterzudrücken, sie nicht mehr wahrzunehmen. Sie hat natürlich gewusst, ich habe Hunger, ich habe Durst. Das Problem war nur, dass sie das kontrollieren wollte. Und ich war in der Notsituation permanent. Sie hat zur Bestrafung auch die Küchentür abgeschlossen. Sie hat mir immer ganz lustlos, wenn sie das gemacht hat, dann Brote gemacht. Einfach irgendwie so ein trockenes Brot von vor 3-4 Wochen, eine Scheibe Käse drauf und bitte. Bei mir muss das immer alles ordentlich sein und also wenn da irgendwie was krumm ist, ich mag das nicht. Also es ist jetzt irgendwie nicht zwanghaft oder so, aber ich finde es einfach total schön, wenn man das Essen irgendwie so auch mit Liebe behandelt. Ich kippe das jetzt mal kurz so.
dadurch, dass dieser Missbrauch passiert ist, diese Vergewaltigung, verbinde ich Milch oder Sahne oder alles, was eben weiß ist, mit Sperma. Und dadurch ist es, oder verschiedene Lebensmittel, die da benutzt wurden. Und deshalb ist es für mich manchmal noch schwierig, das zu essen. Wie kompensieren Sie das dann? Also ich mache dann kurz Pause und gucke jetzt, okay, das ist Soße, das war Sahne jetzt. Und gucke dann immer auf mein Handy, wie viel Uhr haben wir, was haben wir für einen Tag und wirklich so, okay. Also Sie bringen sich wieder zurück in die Genau. Realität quasi. Genau, ich mache dann immer so und so alles in Ordnung und gar kein Problem. Und Also das ist Ihre eigene Strategie, die Sie entwickelt haben, um sich dann wieder in die Realität zurückzuholen, ja, damit nichts passiert. genau. Ich bin morgens aufgestanden und hatte Herzrasen, ich hatte Schwindelgefühle, ich war ganz schweißig und saß auch im Unterricht oft da und war am Tagträumen und mein Herz ist immer gerast und ich hatte immer das Gefühl, gleich in Ohnmacht zu fallen. Ich mache die Reise, um für mich einfach ein Stück weiterzukommen. Ich habe meine Betreuerin mitgenommen als seelische Unterstützung und wir treffen heute die stellvertretende Schulleitung. Sie war damals auch stellvertretende Schulleiterin. Schön, dich zu sehen. Hallo. Wie geht's? Gut. Wer geht das? Frau Bruder, stellvertretende Schulleiterin hier. Ja. Meine Betreuerin. Ah ja, wunderbar. Ja. Und Sie laufen so ein bisschen. Genau, ich unterstütze die Jasmin. Ja. Wenn jetzt Vertretungsstunden waren, ist sie eingesprungen bei uns. Ja, genau. Also wir haben ja leider nicht so wirklich viel von deinen tatsächlichen Problemen mitgekriegt. Das weißt du ja, das hast du ja sehr wahrscheinlich auch gemerkt. Wobei natürlich da die Kommunikation auch gefehlt hat, aber das war ja natürlich auch klar. Ja. Die Klassenlehrerin hat sich da wirklich sehr um dich bemüht, kannst dich vielleicht auch noch ein bisschen dran erinnern. Und auch so eine Fachlehrerin war ja auch da ganz interessiert an dem, wie es dir geht, weil man wahrgenommen hat, dass es dir wohl nicht gut geht. Ja. Was natürlich immer so ein bisschen schwierig auseinanderzuhalten ist das jetzt eine Schülerin, die nicht so viel Lust hat oder gibt es eben Probleme im Hintergrund? Und wenn ich jetzt bei mir gucke, ich habe das ja wirklich geheim gehalten. Ich bin unsichtbar rumgelaufen. Das war ja, dass ich mich zum Beispiel auch an den Platz gesetzt habe, weiter weg von allen und ein bisschen so abseits. Und es ist natürlich schwer für Außenstehende, das zu spüren, weil ich natürlich alles gemacht habe, um es zu verstecken. Ich kann mich noch gut erinnern, wo ich hier gerade an dem Tisch sitze, wenn wir Arbeiten geschrieben haben und bin dann wirklich hingegangen, habe aus diesem Gefühl heraus, dass ich hilflos war, weil ich habe es ja gelernt, habe ich immer die Arbeiten so zerknüllt und hatte oft dann immer Tränen in den Augen und war total einfach überfordert und habe dann immer meiner Klassenlehrerin das so gegeben und immer gesagt, es tut mir leid, ich kann nicht und bin immer die Tür rausgegangen. Ja. Also ich habe immer überlegt, was ist denn da los? Ja, wenn mich jemand überhaupt nicht angucken kann und auch so verlangsamt, verzögert die Reaktion. Aber gut, du hast ja ein bisschen was erklärt, aber natürlich nicht den wahren Hintergrund. Du hast mich auch nicht angeschaut, du konntest mir überhaupt nicht in die Augen schauen. Also wenn ich jetzt sehe, wie du mir in die Augen guckst und extrem selbstbewusst du bist, auch hier die Situation meisterst, da kommen mir fast die Tränen vor Rührung, weil ich das so ganz toll finde. Man glaubt kaum, dass es so eine Wandlung gibt. Die Männer haben mir geschrieben und darauf, dass es über Jahre ging, mussten die nur schreiben, ich will dich oder und ich bin direkt in Schock gegangen und habe die Umwelt um mich herum ausgeblendet. Es war nur noch dieses innere Programm, das die Täter in mir angelegt haben. Das ist wie so ein Schalter, der in mir angesprungen ist. Und ich hatte zwar Todesängste und habe aber alles verdrängt. Das war alles sehr monoton. Und ich bin dann zu denen hingegangen und habe einfach nur immer gehofft, es ist einfach schnell vorbei und habe mich sozusagen einfach weggebeamt in dem Moment. Ich bin, wenn die Täter mir geschrieben haben, immer in dieses innere Kind gerutscht, wo es angefangen hat.
Das heißt, wenn ich 20 Jahre alt war, dann bin ich immer in das 11-jährige, kleine, ängstliche Mädchen gerutscht, das sich nicht wehren konnte, das schüchtern war, das Todesängste hatte. Die Männer fanden das geil. Also ich habe immer wieder gehört, dass sie gesagt haben, oh, du bist ja noch so jung und ist ja voll geil. Und ich wollte das nie. Ich habe das nie gemacht aus mir heraus, weil es ist eben logisch, dass ich mit 11, mit 16, mit 18 eigentlich auf Männer stehe oder auf Frauen stehen kann, die gleichaltrig sind und nicht auf 40-jährige Männer, die eben oder 50-jährige, die diese Vaterfigur eigentlich haben. Ich bin heute mit Barbara unterwegs. Sie coacht mich seit einigen Monaten und Barbara ist für mich wichtig, weil sie eine seelische Unterstützung ist, weil sie in dem Bereich schon erfahren ist und deswegen bin ich froh, dass sie heute mich begleitet bei dem Termin beim Jugendamt. Zu zweit ist immer besser, einfach. Ne? Ja. Da kann einer zuhören und der andere kann einfach mal auch mit den Gedanken woanders sein und auch mal aussteigen. Würde ich klingeln? Das Jugendamt hat mich von klein auf begleitet, weil klar war, dass meine Mutter geistige und gesundheitliche Probleme hatte. Und heute darf ich in die Akte sehen. Ich will wissen, warum niemand was gemacht hat. Ich habe einen Blick drauf geworfen und ich bin schockiert, ich bin sprachlos, ich bin wütend. Ich könnte echt ausrasten, weil das einfach ein einziger Hilfeschrei, der da drin ist. Es wurde einfach viel zu wenig hingesehen. Die erste Kontaktaufnahme war für mich sehr spannend, weil das Jugendamt sich bei mir entschuldigt hat. Das hätte ich nicht erwartet. Zum Beispiel hier, ich möchte Ihnen etwas sagen, aber bitte, egal wie schlimm es ist, erzählen Sie niemandem davon, mit Ausnahme von der Schulsozialarbeit. Und dann irgendwie Angst, ich weiß nicht warum, ich verletze mich, ich schlafe unruhig, ist kraftlos, Schuldgefühle, depressiv. Also das finde ich irgendwie total krass. Oder hier, ich möchte nicht von einem Arzt untersucht werden, weil ich mich hasse. Und ich will das nicht, ich wiege gerade mal 40 Kilo, so das war 2011. Und ich schäme mich dafür. Das ist echt, Das ist echt ein gutes Beispiel, ne? Das kann alles Mögliche sein. Aber es kann eben auch ein Hinweis sein auf sexualisierte Gewalt, ja? Die man als Kind einfach schon erlebt. Wo hattest du das? Da stand doch auch, wo ist das denn rausgekommen? Also das ist einfach, selbst wenn man in den Bereichen arbeitet, ist eines der Hauptprobleme, dass wir mit unserer gutmütigen Art, mit unserer Hilfe immer noch nicht glauben können, wie perfide, wie zeitmäßig lange und konsequent Täter ihre Opfer manipulieren und zum Schweigen bringen. Und das geht einfach auch über das Verständnis auch von Menschen, die im Hilfesystem arbeiten, von professionellen Helfer und Helferinnen. Das geht darüber hinaus. Es gab verschiedene Männer, aber es waren immer oft dieselben. Ich habe auf einen Stundenplan geguckt, der in der Schule hing, und wenn ich da gesehen habe, eine Freistunde oder Vertretung, dann habe ich Tage vorher schon geschrieben, ich habe da und da Zeit, und es war dann einmal in der Woche, manchmal auch zweimal in der Woche, dann wochenlang mal gar nicht. Dass ich auch nicht die Chance hatte, irgendjemanden um Hilfe zu bitten, weil es natürlich auch Drohungen gab, wo mir gesagt wurde, wenn du deine Klappe nicht hältst, dann wirst du sehen, was mit dir passiert. Und wenn diejenigen dann mit dem Messer vor einem stehen, und man wirklich dieses Gefühl hat, oh Gott, jetzt spüre ich aber diese Todesangst und die meint es, glaube ich, ernst, oder man kann es jetzt nicht einschätzen, dann überlegt man sich das 3-4 Mal. Die Männer haben mir 20 € gegeben, mal 10 €, mal 50 €. Ich habe mit den Männern nie verhandelt. Ich war froh, dass sie mir überhaupt Geld geben, sozusagen, aber weil ich mir damit das Essen holen konnte. Ich habe gar nicht darauf geachtet, wie viel das ist, oder irgendwie verlangt, mir mehr zu geben. Das war wie ein Tunnelblick. Ich habe das gesehen, habe gedacht, okay, Geld und okay, wo ist der Supermarkt?
Ich weiß, es gab eine Gegenleistung, ja, aber ich kann das nicht unbedingt als Prostitution sehen, weil das macht man ja freiwillig, das macht man bewusst. Und bei mir war es so, dass ich das oft unbewusst gemacht habe und eben nicht wollte und einfach nur funktioniert habe. Ich war ja ausgeschaltet. Ich habe immer wieder versucht, alleine da rauszukommen, aber ja, durch den Druck der Täter war das unmöglich. Später, als meine eigene Sexualität kam, wurde es eine Art Sucht, weil die Täter letztendlich meine Sexualität manipuliert hatten und ich immer wieder zu den Tätern zurückgegangen bin. Wir sind hier in Berlin im Opferschutzverein El Faro. Oder in meinen Worten gesagt, mein Seelenzuhause. Ja, hallo, na, die Hessen kommen. Ja. Hallo, herzlich willkommen in Berlin. Sollen wir das mal so machen? Ja, total. Hey, Melanie. Na? Ja, Mensch, dann, willkommen. Opferschutz bedeutet, dass hier Betroffene von sexualisierter Gewalt beschützt werden und sie bekommen Wohnungen an Geheimorten. Da bleibt dann nur eins, sich durchzuprobieren. Ja. Okay. Voll schön, dass wir wieder hier zusammensitzen. Das hat mir echt gefehlt. Wieder so an meinem Platz, also an meinem Seelenzuhause und dann einfach wieder hier sitzen, zusammen essen, quatschen. So immer mit dem Leuchtturm, das habe ich vermisst, habe ich das. Ich war vor 2 Jahren hier und mein Leben hat sich um 180 Grad gedreht. Ich falle nicht mehr in Ohnmacht, ich bin nicht mehr bulimisch, ich habe keine Depressionen mehr und ich kann hier stehen und das zum Teil schon gut selbstbewusst und das war vorher nicht. Ich konnte hier lernen zu kämpfen. Man hat als Betroffene in dem Moment nicht das Gefühl, dass man stark ist, sondern eher diese Hilflosigkeit. Wenn du jetzt eine Episode einfach mal aus deinem Leben wirklich mal im Detail erzählen würdest, was dir passiert ist, wie du dich dabei gefühlt hast, wie man das Gefühl hat, wir sprechen immer in so einem Kontext von Seelenmord, aber macht man sich das wirklich klar, was das heißt? Also wie zerbrochen man eigentlich in diesem Augenblick ist. Darüber macht man sich als Außenstehender gar keine wirkliche Vorstellung, was das bedeutet. Und dass man da nicht ohne Blessuren rausgeht, sondern natürlich auch eine Ohnmacht oder andere psychische Verletzungen da sind. Das, denke ich, versteht sich von selbst, weil eine Episode aus deinem Leben jemandem erzählt, der nicht betroffen ist, das sprengt den Rahmen, das sprengt die Vorstellung. Der Wendepunkt war zu Hause. Meine Täter haben herausgefunden, dass ich mir Hilfe gesucht habe hier im Verein. Und die kamen rein und haben die Badetür aufgerissen und haben, der eine hat mich an den Haaren gepackt und hat mit den anderen irgendwas erzählt und hat mich an den Haaren gepackt und hat mich in dieses Wasser gedrückt. Und das war nicht lange, aber ich hatte das Gefühl, dass ich ersticke und der andere hat die Tür zugehalten, weil ich natürlich versucht habe, mich zu wehren und gerufen, hört auf, nein, und habe die Hände so vorgehalten und der andere, der hat meine Hose runtergezogen und hat mich vergewaltigt und ich hing mit dem Kopf in der Badewanne und er hat erst losgelassen, wie also er hat erst aufgehört, wie er sozusagen fertig war und so lange war mein Kopf halt unter Wasser. Und in dem Moment, wo ich das gemerkt habe, diese Erstickungsgefühle, war das für mich so, ja, ich hatte Suizidgedanken jahrelang und ja, ich habe versucht, mich umzubringen. Aber in dem Moment, wo ich gespürt habe, wirklich von meinem Herzen gespürt habe, dass jemand anderes gerade über mein Leben bestimmt und diese Todesängste hatte, habe ich gemerkt, wie kostbar eigentlich das Leben ist und dass ich mein Leben nicht wegschmeißen will, nicht für die. Dann habe ich mit einer Mitarbeiterin von hier, mit Marion, telefoniert und gesagt, ja, ich glaube, du hast recht und ja, ich müsste dann doch in den Schutz und
Ich kann einfach nicht mehr. Und 2 Tage später bin ich dann in den Schutz gegangen. Als ich im Schutz war die Stimmung oft nicht so, wie ich es erwartet habe. Also ich hätte gedacht, dass es natürlich sehr schwer ist und dass jeder so ein bisschen einfach für sich ist und jeder natürlich mit seinem eigenen Problem kämpft. Aber es war eigentlich das Gegenteil der Fall. Also wir haben ganz viel zusammen gemacht, wir haben immer miteinander gesprochen, waren immer füreinander da und wir haben uns gegenseitig dieses Vertrauen, die Sicherheit gegeben. Und es gab natürlich auch sehr witzige Zeiten zusammen. Wir haben einfach diese Situationen, die einem Angst machen, haben wir zusammen gemeistert. Schön, dass du da warst. Und komm gut nach Hause. Wir bleiben in Verbindung, ne? Ist alles gut. Ist alles gut. Und du hast es doch geschafft. Du bist doch nicht mehr die du warst, als du hier angekommen bist. Ja, der Rückblick, ne? Wenn ich hierher komme, dann ist es halt wieder so, dass diese alten Gefühle herkommen, dass ich einfach nicht fassen kann, dass ich es geschafft habe, das irgendwie zu überleben und dass ihr mich echt gerettet habt und dass ihr mir geholfen habt und dass ich jetzt wirklich hier stehe und mir geht's gut und mir ging es noch nie so gut wie jetzt und es ist halt immer, wenn ich dann gehe, ist es halt eine Katastrophe. Ja, aber die Katastrophe ist doch schon vorbei, Jasmin. Ja. Vergiss das nicht. Also das, glaube ich, geht den meisten so. Wenn die im Rückblick, du öffnest dich immer weiter für die Dinge, du öffnest dich für das Leben wieder, dir geht's besser, man fühlt sich irgendwie stärker, selbstbewusster, selbstsicherer und dann fällt in der Rückschau das auch viel einfacher, auch mit diesem Abstand nochmal zu sehen, wo man eigentlich gestartet ist und wo man herkommt, aus was für einer Hölle man kommt. Und, genau, wir bleiben in Verbindung, Ja, Jasmin. und ich habe auf jeden Fall, wenn ich zu Hause dann angekommen bin und alles so. Ja. Unbedingt. Melli, komm, wir müssen wieder gehen. Komm, wir. Bis zum nächsten Mal. Ja, auf jeden Fall. Also, Hoffentlich bald. Ja, ich komme wieder. Auf jeden Fall. Na dann. Ja. Tschüss. Ciao. Macht's gut, ihr beiden. Ciao. Lauf, hopp. Ich habe mir für die Zeit nach dem Schutz vorgenommen, weiter an dem Thema zu arbeiten. Ehrenamtlich natürlich bei El Faro zu sein, aber auch andere Vereine und Hilfsorganisationen sichtbarer machen. Meine Insta-Seite heißt Das Schweigen brechen. Ich habe angefangen im Prozess der Aufarbeitung einfach für mich zu spüren, wie wichtig es ist, darüber zu reden und dass mich das freier macht und dass ich dadurch auch heilen kann. Heute ist für mich ein besonderer Tag. Ich treffe mich nämlich mit Bettina Wulff in Hannover. Sie zeigt mir das Babykörbchen, das unter anderem auch ein Hilfsangebot von Notruf Miriam ist. Sie helfen Schwangeren und Müttern in Not. Bettina habe ich das erste Mal im vergangenen Jahr zu einem ähnlichen Thema getroffen. Und wir haben dann den Content für Social Media aufgenommen und veröffentlicht. Häusliche Gewalt, sexualisierte Gewalt, der begegnen wir eigentlich täglich an unserem Telefon. Und wir schauen dann erstmal, welche Möglichkeiten es gibt. Aufklärungsarbeit liegt mir total am Herzen, weil ich Menschen helfen möchte, sie begleiten möchte und ich natürlich auch total Spaß daran habe, sowas zu erstellen. Ich weiß nicht, ob ich ein Leben lang berentet bleiben muss, aber es wäre natürlich schön, wenn ich es schaffe, noch mal einen Schritt nach vorne gehen zu können, ohne Ohnmacht. Und deshalb hoffe ich, dass ich durch diese Öffentlichkeitsarbeit mich so langsam vortasten kann und dann auch wieder arbeiten gehen kann. Ich bin schon glücklich, gerade auch, dass ich wieder diese Gefühle spüren kann, die Lebensfreude, aber noch nicht 100% Glück, daran arbeite ich jetzt. Die Täter habe ich bisher nicht angezeigt, aus Angst, dass sie sich rächen. Trotzdem mache ich meine Geschichte weiter öffentlich, so bewahre ich hoffentlich andere Kinder davor, was mir passiert ist.